Guten Morgen zusammen. Machen wir heute ein kleines Auswahl-Orakel. Ihr könnt eine Seite wählen. Ich ziehe die mal raus hier. Bei mir gibt es eigentlich nichts zu berichten, außer dass ich urlaubsreif bin. Aber das bin ich, glaube ich, das ganze Jahr. Meine Stimme ist ein bisschen angekratzt. Aber ich drehe ja auch den ganzen Tag und rede. Also kein Wunder. Ups. Ich stelle uns heute mal nichts hin, lassen wir die Intuition sprechen beim Auswählen. Da haben es die beide Botschaften nehmen, einfacher. Ne? Ihr nehmt einfach beides und gut ist. Dann braucht man sich auch nicht ärgern, wenn auf einer Seite die besseren Karten liegen. Gell, ihr Lieben? Okay, dann würde ich sagen, wir belassen es dabei. Vielleicht ziehe ich noch ein Vögelchen drauf. Ihr wisst, das kann ich nicht drauflegen, denn das sieht man sonst. Ich nehme als Meisterin der guten Wahl rechts. Was haben wir hier? Irgendwie, jetzt habe ich mich verschluckt, sorry, hat man hier irgendwie das Gefühl, dass etwas passieren könnte, dass etwas Blödes kommt. Man erwartet das Schlimmste, man darf auch an die sich selbst erfüllende Prophezeiung denken. Man hat vielleicht auch schlaflose Nächte wegen irgendeinem Problem oder einer Situation. Was jetzt hier schön ist, hier macht man sich Sorgen und hier macht man sich, sagt die Karte, es sind unnötige Sorgen. Ne? Vielleicht gibt es eine kleine Handlungspause oder etwas geht nicht so flüssig, aber die Samen sind gut gesät und sind praktisch am Erblühen oder am Arbeiten in der Erde. Oh. Ja, hier ist es wichtig, wir haben ja hier schon auch die kleine Handlungspause, ne, wo man dann mal auch ein bisschen zurücknimmt. Hier kommt die Zeit zum Spielen, die Leichtigkeit, vielleicht auch das Treffen mit Freunden, das hier mal wieder ansteht, um eine andere Qualität in den Alltag zu bringen, um eine gewisse Leichtigkeit, eine spielerische Frequenz zu haben, in der sich dann auch Wunder wieder besser manifestieren. Also in der Leichtigkeit. Ich hatte irgendwo letztens gelesen, das fand ich so faszinierend. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal gesagt habe, aber das passt hier sehr gut dazu. Die Sorge hört sofort auf, wenn du sie nicht mehr kontrollierst. Das heißt, ne, wenn ich hier ständig drüber nachdenke, wie etwas ausgehen könnte und dabei diese Sorge nähere, geht sie nicht weg, sondern sie bleibt da und sie vergrößert sich vielleicht auch. Wenn ich aufhöre, drüber nachzudenken und mit der Konsequenz lebe, habe ich oftmals ein besseres Ergebnis. Ich glaube, um sowas geht es, ne? Wobei ich auch ein Grübler bin, aber lange nicht mehr so schlimm wie früher. Okay, also in die Energie der Leichtigkeit gehen, mal was tun, was gut tut.
Hier ist das Thema Freundschaft sehr wichtig. Gute Freunde hat man sehr wenige und vor allem die, die dann, wenn etwas ist, auch tatkräftig zur Seite stehen. Ja, dann haben wir hier den Ginster. Du bist ein Sieger. Ja, auch hier der Ginster sagt, er vertreibt das Dunkle und erfüllt dich mit Licht, Kraft und Zuversicht. Und man darf auch mal ein Risiko wagen. Vielleicht auch eine Tagpause machen, wo es keiner erwartet oder. Hier kommt eine Bewegung, die öffnet dir eine neue Tür. Etwas nimmt Fahrt auf. Das ist schon mal wunderbar. Das kann hier natürlich im Bereich da sein, wo du schon deine Samen ausgesät hast. Wir haben leider kein Thema, aber das wisst ihr ja alle selber, was eure Themen sind. Vielleicht auch kommunizieren, ne, um eine richtungsweisende Tür auch zu kriegen. Du bist ein Sieger, ist ja schon mal, da braucht man nicht sehr viel dazu sagen. Und wir haben den Engel der Vergebung. Ein Schritt auf dem Weg zum inneren Frieden ist die Vergebung. Dies bedeutet nicht, dass man Fehlverhalten entschuldigt oder jemandem Recht gibt, obwohl er im Unrecht war. Es ist vielmehr eine Geste für dich, die dafür sorgt, dass du Frieden schließen kannst. Gerade auch, wenn man grübelt, ne? Oder sich unnötige Gedanken macht. Mach dich also von allen Verletzungen der Vergangenheit frei, so wird eine große Last von dir abfallen und sei dir sicher, dein Engel steht dir bei. Ich persönlich habe diese Botschaft heute gebraucht, denn bei mir gibt es tatsächlich was. Also richtige Wahl. Und jetzt gucken wir hier, was das Vögelchen noch mitbringt. Die Zwergohreule. Ich komme in dein Leben und bringe dir Spiritualität, Verbundenheit und Körpergefühl. Komme ganz bei dir an, setze Grenzen genau dort, wo du sie brauchst und sprich deine Wahrheit aus. Auch sehr passend. Passender könnte es eigentlich gar nicht sein. Okay, dann gucken wir uns die andere Seite an. Diese Karten nehme ich weg. Und wir haben hier die Erneuerung für euch mit Erzengel Jeremiel. Hier kommt so eine Phase, wo man prüft, überdenkt, bedenkt und wo alle Fakten wichtig sind. Und damit erreicht man auch ein günstiges Ergebnis. Möglicherweise braucht man hier eine Kurskorrektur oder einen Richtungswechsel, ne? Und auch schön für euch, vielleicht eine Erneuerung in Verträgen, in Partnerschaften, denn wir haben hier die 2 des Feuers und die sagt, du hast zu dir selbst gefunden, neue Partnerschaften oder Verträge und setze deinen Weg fort. Bei der 2 bist du sowieso am erfolgreichen Entstehen lassen von den Dingen, die dir ja dann eine Erneuerung mitbringen. Wir haben die Heilung des Vaters. Hier geht es darum, die persönliche Kraft zu erreichen, die eigene Größe, wenn man Vaterprobleme an den Himmel abgibt. Passt auch sehr gut dazu, unabhängig zu sein, selbstständig zu sein. Hier kann es unter Umständen um eine berufliche Situation gehen, der Selbstständigkeit oder von Unternehmergeist oder ja, wo du einfach hier auch unabhängig dein Ding erwirtschaften oder erarbeiten kannst. Wir haben den Apfelbaum für euch, das ist klasse, denn der sagt euch hier, du wirst versorgt mit allem, was du brauchst, empfange in Dankbarkeit, mache es wie der Apfelbaum. Er liebt das Leben, die Liebe und bringt frische Früchte. Ja, hier habt ihr gleich die Schatztruhe, hier kommt eine Nachricht, die euch ermöglicht, einen großen Reichtum zu haben, entweder materiell oder eben auf der emotionalen Ebene. Eine Nachricht, die euch eine Schatztruhe eröffnet und ihr habt den Engel der Zufriedenheit. Die Botschaft eines Engels
Blicke in dein Inneres und gelange zu Frieden und Ausgeglichenheit. Akzeptiere die Dinge, die du nicht ändern kannst, und hab Vertrauen in deinen Engel, dass alles so geschehen wird, wie es geschehen soll. Ein zufriedenes Herz ist ein reines Herz, das durch nichts erschüttert werden kann. Auch für euch noch ein Vogel. Ich sage immer ein Vögelchen. Das hat sich schon so doof eingebürgert. Ich könnte auch sagen eine Vogelkarte, aber eigentlich ist es auch wurscht. Wir haben den Kolibri. Ich bin der fliegende Juwel. Hebe dich von der Masse ab und bringe stets aktiv deinen Einsatz, um deine Ziele zu erreichen. Verspüre dabei eine große Leichtigkeit und fühle dich getragen. Wunderbar, ihr Lieben. Ich wünsche euch einen ganz tollen Tag. Ich drücke euch bis morgen.